Alles muss handgemacht sein. Vom Brotteig über die Backtechnik bis hin zu Salat und Soße. So wird aus einfachen Zutaten das gesunde und beliebte türkisch-deutsche Fastfood, Döner und Dürüm. Und auch die Formgebung ist entscheidend, damit hinterher nicht das Essen zur Kunst wird. Es gibt ja Städte, da ist das Brot länglicher, da gibt es das Dreieck. Du hast es eigentlich in der Hand und fängst oben an und guckst mal, wo der beste Biss ist. Eigentlich, den sollte man auch mit den Händen essen. Bei uns isst man den Döner ja nicht mit Messer und Gabel. Dreieinhalb Liter Wasser, Salz, noch mehr Salz, 7 Esslöffel insgesamt und etwas Öl. Nach Gefühl. Das Ganze wird erstmal zur Emulsion verrührt. Und dann fehlt nur noch Mehl. 7 Kilo davon. Nach 5 Minuten Knetzeit ist dann der Teig fertig für Dürümbrot. Die flachen Fladen, die später gefüllt und eingerollt werden. Dönerbrotteig geht übrigens ganz genauso, nur wird da gleich am Anfang ein Würfel Hefe in der Flüssigkeit aufgelöst. Ja. Guck mal. So, ich wiege ab. Du schneidest. 150 Gramm, oder? Sena hat ihrer Mutter Fatma Ugurlu schon oft dabei zugeschaut, wie sie die Dürüm-Teiglinge vorbereitet. Heute will sie wissen, worauf es ankommt. Einfach. Das fängt schon dabei an, wie der Teig angefasst werden soll. Beispiel, ich mache das so. Ja. Guck mal, Perfekt. ganz genau gleiche. Ich habe gewöhnt, einfach so. Du hast dir angewöhnt, das stimmt. Noch, So. Bitte schön. guck mal, noch eine, ich sag dir, so besser. Ganz klar, schneiden ist besser als rupfen. Ja. Mit Messer, no, ganz genau. Teig lebt und so, muss gut. Damit umgehen? Ja, kannst du auch daha Chick-Chick- böyle güzel davranman lazım. man sollte- Teig, yani, Also nicht so hart damit so hart. abrupfen und nicht so schlecht damit umgehen, glaube ich, meint sie. Also, weil es auch lebt. ja, 150 oder 151. Vielleicht krieg ich es ja jetzt auch hin. Ja, musst du 151. Ja. Guck, ja. musst du 7 Jahre arbeiten und danach vielleicht geht. Das letzte, fertig. Okay. Das muss 24 Stunden mindestens im Herd lassen. Ich merke so, dass die Mama dadurch, wie sie aufgewachsen ist in der Türkei und das von klein auf wie auch gelernt hat mit den Teiglingen, wie sie das alles rollt, dass ich das erstmal von ihr halt richtig kennenlernen durfte auch. Und das ist was für mich sehr Besonderes. Vielleicht probieren wir mal zu tauschen. Warte mal. Ja. Vielleicht rolle ich jetzt mal. Vielleicht kriege ich das besser hin. Guck mal. Sieht doch gut aus, oder? Sena, guck mal, Sena. Meine Oma macht immer so, so. Ich war 12 Jahre alt. Meine Oma macht immer so. Ich habe auch Hast du sie immer geguckt, wie sie und rollt? dann meine Oma hat gesagt, ja, bist du kleine Kinder, kannst du ein bisschen spielen, anderen.
meine Spielzeug so geworden. Das waren ihre lassen, Puppen. Verkaufen und so. Das meine Spielzeug war. Ich habe noch nie vergessen. 24 Stunden Ruhe für die Dürüm-Teiglinge. Und ein paar Minuten Ruhe für Fatma vor ihrem Laden, bevor sie sich als nächstes den Dönerteig vornimmt. Den hat sie bereits gestern angesetzt, exakt dieselbe Mischung wie beim Dürüm-Teig, nur mit frischer Hefe, und die hatte jetzt also einen Tag Zeit zum Gären. Diesmal nimmt sie mehr Teig. 250 Gramm. 250 statt 150 pro Portion. So viel wie für eine ganze Pizza. Mache ich immer so. Diese größeren Teiglinge werden erst auf der Arbeitsplatte geschliffen. Das ist wichtig. So nennt man das. Mit Omas Handrolltechnik allein sind sie nicht zu handeln. Die kommt dann aber trotzdem noch zum Einsatz. Und danach mache ich ein bisschen. Etwas Öl für die Form, damit die Kugeln später nicht kleben bleiben. So. Immer 6 Stück rein. Nicht so viel. Weil wie Luftballon und noch das mit Hefeteig besser aufgeht, so Brot. Eine kleine Menge Hefe beim Teigstart, die dann lange gären darf. Das gibt später besonders schöne große Blasen im Brot, wie bei einem Meisterbaguette. Aber nur, wenn man den Teig schonend behandelt, wie etwas Lebendiges. Ganz genau. Und wenn man die Teiglinge schön vorm Eintrocknen schützt. Auch das geht einfach mit ein bisschen Öl. Nicht so viel, nur einfach. Denn auch sie werden jetzt noch mal ganze 24 Stunden in Ruhe gelassen. Jeden Vormittag braucht Evren Sirin, Fatmas Mitarbeiter, rund 2 Stunden für die tagesfrischen Vorbereitungen im Dönerladen. Als erstes kommt der Fleischspieß aus der Tiefkühlung direkt an den Grill. Jeden Tag ein neuer. Er stammt von einem Metzger aus Darmstadt, der die Spieße so bestückt, wie Familie Ugurlu es bestellt hat. Kein Hackfleisch. Wir haben eine Puten-Kalb-Mischung und die haben wir auch vorher schon abgeschmeckt ein bisschen und haben probiert, dass das Fleisch vom Geschmack her passt, dass da nicht zu viele Gewürze drin sind und auch für den Fettgehalt. Also Pute ist ja nicht so fettig wie Kalb und dass da auch so ein bisschen natürlich auch man so ein fettiges, gutes Verhältnis hat von Pute und Kalb und das natürlich auch den Geschmack eigentlich bringt. Die Klinge ist schon gewetzt, aber der Spieß braucht noch Zeit zum Auftauen und Bräunen. Döner kommt übrigens vom türkischen Wort für drehen. Eisbergsalat ist im Dönerladen der bewährteste unter den grünen Salaten, weil er so schön knackig ist und lange frisch bleibt. Ergiebig ist Eisbergsalat auch, fast so eng gepackt wie ein Kohlkopf. Trotzdem reicht es nicht, ihn nur im Ganzen von außen zu waschen.
Die Streifen dürfen ruhig tropfnass in die Auslage, so halten sie sich länger frisch. Da haben wir den Salat Nummer 1 fertig für die Theke. Zu seiner Rechten folgt dünn geschnittener Weißkohl. Ja. Für die nächste Salatschüssel kommt die Chefin gerade recht. Denn der Rotkohl, wenn er erst durch die Schneidemaschine durch ist, bekommt eine Sonderbehandlung mit hausgemachtem Spezialdressing. Salat à la Chefin. Ja, erstmal schütteln und Essig, Öl, ein bisschen Zitrone und Salz natürlich. Und danach Spezial Rotkraut, Soße. Granatapfelsirup ist auch noch drin. Und Mischung natürlich, gut Mischung. Gleich ist das Salatbuffet komplett. Fehlen nur noch Schafskäse, Zwiebeln, eingelegte Peperoni und Tomaten. Und die Soßen? Soße ist sehr wichtig bei uns, die Joghurtsoße. Da kommt zum Beispiel keine Mayo rein. Das ist wirklich Natur-Joghurtsoße mit ein bisschen Dill dazu, mit ein paar Kräutern. Vor allem Dill und Petersilie. Dieselbe Mischung kommt auch in die Knoblauchsoße. Bei der Knoblauchsoße ist es eigentlich identisch, nur mit Knoblauch dazu. Genauer gesagt mit geröstetem Knoblauchgranulat. Und man sollte ordentlich Senf dazugeben. Für den Geschmack dieser beiden Soßen wäre dann gesorgt. Jetzt geht's um die Konsistenz. Wie viel Wasser reingehört, ist Gefühlssache und äußerst bedeutsam. Zu dicke Soße ließe sich nicht gut verteilen, zu dünne würde beim Essen garantiert zum Problem. Der Klassiker. Durchmixen und fertig sind Joghurt und Knoblauchsoße. Die Rezepte für die anderen beiden bleiben leider Familiengeheimnis. Die rote ist höllisch scharf. Und dann gibt es noch eine lachsfarbene, die Cocktailsoße. Viele essen gerne Cocktailsoße. Ich habe noch nie vergessen, letzte Woche Kunden kam, der hat gesagt, ich komme extra Frankfurt, so schmeckt die Soße noch nie gegessen. Eine Zutat, an die man nicht denkt, und das sind Orangen. Der Papa macht Orangen in die Cocktailsoße. Und auch die scharfe Soße, die der Papa wirklich in seiner Freizeit eigentlich zubereitet für uns. Ja, ist auch perfekt abgestimmt eigentlich auf den Döner. Döner und Dürüm beinhalten in der Regel Fleisch vom Spieß. Doch Fatmas Lieblingsvariante geht mit gebratenem Gemüse, bestehend aus Paprika, Zucchini, Auberginen und Kartoffeln. Soll ich das waschen gehen? Ja, das muss waschen. Und danach. Von den Auberginen nimmt Fatma den Großteil der Schale weg. Nur ein paar hübsche Streifen dürfen stehen bleiben. Das schmeckt nicht so gut, bisschen bitter. Das ganze Schale macht bitter und so wichtig. Das ist so für die Optik ein bisschen. Macht es schon immer so, die Mama. Ich mach Aber immer normalerweise so. Die Schale ist auch ein bisschen fester. Und die ist halt nicht so gut zum Kauen. So, soll ich das schneiden jetzt oder magst du das schneiden lieber? Mach ich schneiden. Du? Ich leg dir die mal zurecht.
So. Kannst du bei mir geben? Auch Gemüseschneiden ist was für Perfektionistinnen. Gleichmäßig soll es sein, mundgerecht und gut zu frittieren. Jetzt wollte ich... ja. Fritteuse noch nicht. Okay. Mache ich noch schneiden. Die Kartoffeln kann die Mama am besten schneiden. Immer dünn, ich mache die leider ein bisschen zu dick. Ich wollte alles selber machen, aber leider, ich kann nicht die Damen und die Kollegen helfen. Aber für mich Wichtigste, alles selber machen. Dann bringe ich dir schon mal eine Box. Was brauchst du für eine große? Die kleine Box reicht auch. Kleine reicht? So. Und 3 verschiedene Paprika. Auge mit. Auge ist mit, ja. Auge ist mit natürlich. Wichtigste, ich mache mit Liebe, weil meine Lieblingsessen von Kindheit, Gemüsedürüm. Beim Paprikaschneiden gibt es einen Trick. Die Paprikahälften leicht diagonal schneiden, so bildet das Kerngehäuse keine unschönen Beulen und die Schnitze werden ganz ebenmäßig. Die Gemüsevorbereitung bei meiner Mama, die muss immer perfekt geschnitten sein. Und die Kartoffeln alle dick, also gleich dick. Dass es gut auch gebraten wird, das ist das Wichtigste. Auch mit dem Waschen natürlich. Die Kartoffeln nochmal nach dem Schälen zu waschen bei der Mama, dass die Stärke ein bisschen rausgeht. Jetzt kommen die getrockneten Tomaten von meiner Oma aus dem Garten. Die sind jetzt in heißem Wasser eingeweicht. Bevor wir in Urlaub kommen, bereitet sie das schon alles vor. Und trocknet die dann, bis wir dann fertig sind mit dem Urlaub, dass wir dann kiloweise Tomaten nach Deutschland bringen können für uns. Also wir hatten Übergepäck tatsächlich wegen Tomaten. Man kann die Farbe nicht vergleichen mit den Tomaten hier, wenn ich die, glaube ich, mit den Tomaten von hier zubereiten würde. Und der Geschmack ist auch ein ganz anderer, man merkt das auch wenn die eingelegt sind. Und wichtigste Bio von Garten und deswegen schmeckt anders. Das sind Peperoni, Schafe. Und daraus hat die Oma dann das Pulver gemacht, selbst gemacht tatsächlich auch. Und das ist die ganz scharfe Variante, die etwas kleinere, die ist auch dunkler und das ist die nicht so scharfe. Und die machen wir dann je nach Wunsch von den Gästen, Kunden auch auf den Döner drauf oder aufs Bratgemüse drauf. So. Jetzt geht's ans Braten. Bisschen Öl drauf machen. Getrocknete Tomaten, Olivenöl. Passt perfekt. Und danach 350 Grad unten und nur 5 Minuten so stehen. Fertig. In diesen 5 Minuten erledigt die Fritteuse den Rest. Jede Gemüsesorte wird einzeln gebraten. Temperatur und Dauer sind unterschiedlich. Der Bräunungsgrad muss sorgfältig überwacht werden. Das war's. Nicht so viel braten. Das ganz schnell fertig. Gelb muss gelb sein und rot muss rot sein, aber nur ein bisschen braten. So. Das war's. Tomate
Wow, sieht richtig schön aus. Und fertig. Wow, sehr geil. Die Auslage ist komplett und die Kunden sind hungrig. Der Dönerspieß ist am Anschlag, ganz nah am Grill, damit er beim Drehen schneller bräunt. So ein ganz normaler Döner, hier mit Fladenbrot aus der türkischen Bäckerei, ist eine ziemlich ausgewogene Mahlzeit und für Fastfood regelrecht gesund. Denn das Fleisch spielt nicht die Hauptrolle. Es gibt gleich mehrere frische Gemüse drumherum und die Soßen bestehen ja vorwiegend aus Joghurt. Knoblauch und mit Salat. Alles klar. Leichtes Essen mit Joghurtsoße, passt perfekt. Sommer und Winter kann man immer essen und passt perfekt. Aber jetzt macht sie Döner à la Chefin. Nach 48 Stunden Teigruhe kommen die Hefeteiglinge endlich zum Einsatz. Ausgerollt in Maismehl, das macht den Teig schön weich und mit Butter bestrichen. Die macht Fatma Uğurlu übrigens auch selbst aus frischer Schlagsahne. Der leicht ausgerollte Teig wird zur Hälfte zugeklappt. Und die Butterschicht in der Mitte sorgt dafür, dass sich diese Tasche nach dem Backen gut öffnen lässt. Ein klein wenig Schwarzkümmel bringt die typisch orientalische Fladenbrotwürze. Und nach 5 Minuten im Pizzaofen Dönerbrot. bereit zum Füllen. Wichtig beim Belegen, nicht gleich alles, nicht das ganze Fleisch auf einmal, schön mit den anderen Zutaten abwechselnd schichten. Und Achtung mit der scharfen Soße, die ist wirklich scharf. Sieht gut aus. Am Ende noch einmal Fleisch und nochmal Soße. Und fertig ist der Döner à la Chefin, tendenziell eine Mahlzeit für 2. Jetzt zum Dürüm. Auch hier beginnt Fatma mit Maismehl auf der Arbeitsplatte. Das reicht. Eine 150 Gramm Portion des Teigs ohne Hefe rollt sie nach 24 Stunden Ruhe nochmal akribisch zur perfekten Kugel. Denn je kugeliger der Teigling, desto runder am Ende das Brot.
Den Anfang der Prozedur übernimmt eine ganz gewöhnliche Nudelmaschine. Jetzt erstes Mal Maschine. Das reicht. Und muss meine Holz. Die Ausrolltechnik mit dem dünnen Nudelholz namens Oklava braucht viel Übung. Das fertig. Und kommt noch 350 Grad Ofen. Nice. Und mache ich so. Nur 10 Sekunden. Fertig. Und jetzt fertig. Gefüllt wird der Dürüm anschließend wie ein Döner. Wobei Fladen ist nicht gleich Tasche. Bei dem Dürüm muss man schon großflächig arbeiten. Und wie man das so zusammenlegt, dass du wirklich bei jedem Biss auch alles da hast. Fatma demonstriert es an ihrer Lieblingsvariante mit Bratgemüse statt Grillfleisch. Und Zwiebeln. Und Salat. Tomat. Nochmal ein bisschen Soße. Beim Einwickeln würde sie gerne auf Alufolie verzichten, aber ohne die bekäme die Dürümrolle nicht den nötigen Halt. Und den braucht man nun mal bei einer Mahlzeit, die aus der Hand gegessen wird. Der Trick beim Wickeln, den habe ich auch noch nicht raus. Das kann nur die Mama tatsächlich. Also erstmal den Dürüm mit der Hand wickeln, aber schon sehr fest wickeln und dann in die Alufolie zum Beispiel noch reinwickeln. Und dass da gar nichts rausfällt. Aber das muss ich von der Mama auch noch lernen. Und fertig sind Döner und Dürüm. Und selbst wenn Familie Ugurlu sie am Tisch isst, dann doch am liebsten aus der Hand. Was hat dich am meisten an dieser Handwerkskunst begeistert? Schreib es uns in die Kommentare und wir freuen uns natürlich über dein Kanalabo.